Ja, herzlich willkommen. Hallo, Eva Rudolph, hier am Start sozusagen. Ja, du hast heute, glaube ich, deinen ersten Bundesliga-Einsatz gehabt, oder? In deinem Ja, Leben. genau. Ja, da freue ich mich auch sehr, also bei euch spielen zu dürfen, bei Solingen. Mit der Mannschaft bin ich auch sehr zufrieden, hat sehr viel Spaß gemacht, obwohl ich ja verloren habe. Ist das eine andere Atmosphäre als zum Beispiel in der zweiten Frauen-Bundesliga oder Regionalliga? Also bis jetzt, wir waren ja jetzt das erste Mal in Solingen und da ist es erstmal so wie gewohnt, aber natürlich ist das auch ganz nett, dass uns eben Essen und Trinken bereitgestellt wird. Und trotzdem sind auch natürlich andere Leute jetzt im Team dabei, also noch stärkere Mädchen und Frauen. Und es ist auf jeden Fall ein sehr cooles Gefühl, dabei zu sein, also dabei sein zu dürfen, aber trotzdem auch mit der gewohnten Mannschaft zu spielen, also den anderen Jugendlichen, also auch meinen Freundinnen, genau. Wie lange spielst du jetzt schon für Solingen? Also seit 2019, das heißt jetzt schon 3 Jahre. Wie bist du dazu gekommen, dass du für Solingen spielst? Weil Düsseldorf hat ja auch eine gute Schachjugend und auch eine Frauenmannschaft gehabt damals. Ja, genau. Also in Solingen sind ja auch wirklich sehr viele starke Jugendliche. Und da hatten wir, glaube ich, auch als DSK uns gedacht, dass es natürlich schlauer wäre, vielleicht wenn wir uns auch zusammentun, dass wir eben als Gastspielerin für Solingen spielen. Da spiele ja nicht nur ich jetzt von Düsseldorf, sondern eben noch andere Frauen und Mädchen. Und genau, da haben wir uns eben zusammengetan und sind ja jetzt auch in die Frauen-Bundesliga aufgestiegen zusammen. Genau. Aber das war ja nicht nur ein einziges Highlight von dir. Du hast, glaube ich, schon mal in der Bundesliga gespielt, oder? Genau, einmal hatte ich die Ehre, beim DSK in der ersten Männer-Bundesliga sozusagen zu spielen. Ja, da war mein Gegner natürlich super stark, also ein Großmeister. Und da war das auch, also da gab es eben auch Essen und Trinken kostenlos. War auf jeden Fall ein sehr schönes Erlebnis. War natürlich klar, dass man keine Chance hat, aber trotzdem einfach mal gegen einen so starken Spieler zu spielen, war schon eine sehr schöne Erfahrung. Ja, ich höre schon. Essen und Trinken ist für dich wichtig. Ja. Wie lange spielst du schon bereits Schach und was ist daraus geworden? Ja, also mein Papa hat mir das beigebracht, da war ich ungefähr 8 Jahre alt und so richtig mit der NRW-Meisterschaft, Deutsche Meisterschaft, also wirklich Leistungssport, seit ich 10 bin, also seit 2014. Mittlerweile bin ich jetzt 18, also seit 8 Jahren, genau. Und was waren so für dich die größten Erfolge bisher? Also ich bin mehrmals NRW-Meisterin geworden, das war auf jeden Fall auch ein guter Start und dann bin ich ja jetzt dieses Jahr Zweite geworden, also deutsche Vizemeisterschaft bei den deutschen Meisterschaften, darf jetzt zur Europameisterschaft in die Welche Türkei, Altersklasse? in der U18W, genau, also jetzt mein letztes Jahr gewesen, darf jetzt zur Europameisterschaft in die Türkei fahren in ein paar Wochen. Genau, das wird natürlich auch nochmal ein super Erlebnis. Bin gespannt, wie es da läuft. Hoffentlich besser als heute. Genau. Und mit Mannschaften oder sowas, hast du da auch Erfolge gehabt oder eher nicht so? Doch, genau, wir sind ja dieses Jahr bei der DVM, da habe ich auch für Solingen gespielt, also war Gastspielerin. Da sind wir Dritte geworden bei der DVM in Kiel 2021 sozusagen, weil das ja nachgeholt worden war, die DVM. Genau, ansonsten haben wir natürlich auch beim DSK unsere Jugendmannschaften. Da spiele ich auch jetzt mittlerweile natürlich nur noch in der U20-Liga. Haben auch, vor ein paar Wochen war das, unseren ersten Mannschaftskampf gewonnen. In der NRW-Liga ist das. Haben wir, glaube ich, sogar 6-0 gewonnen. Genau. Und da läuft eigentlich auch alles soweit ganz gut. Also ich werde jetzt auch die 2 Saisons, die ich jetzt noch spielen kann, werde ich eben mitspielen und einfach weiterhin ein paar Partien spielen. Genau. Und mit dem DSK war ich ja auch bei der DVM schon, also damals auch noch vor Corona, hatten wir eine eigene Mannschaft und da waren wir auch ja, immer etwas erfolgreich. Also ich glaube, wir sind mal Vierter geworden. Ich weiß nicht, ob wir mal Zweiter geworden sind, aber auf jeden Fall waren wir auch immer vorne mit dabei, haben eben gespielt. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und du fährst ja jetzt zur Weltmeisterschaft? Oder Entschuldigung, Europameisterschaft, aber die mit Sicherheit genauso stark ist wie die Weltmeisterschaft. Ja. Bereitest du dich da anders vor als sonst? Wie sieht normalerweise dein Plan aus oder weicht der jetzt davon ab? Also eigentlich ist es einfach nur praktisch intensiveres Training. Also man trainiert praktisch nochmal mehr, weil man ja weiß, dass das die Europameisterschaft ist. Das ist jetzt meine erste und letzte sozusagen. Also meine einzige Chance irgendwie da auch auf jeden Fall erfolgreich zu sein. Und da einfach weiterhin halt täglich auf jeden Fall Taktikaufgaben machen und ansonsten mit meinem Trainer eben noch mehr Training zu machen, selber auch viel zu machen, also auch mit Büchern zu arbeiten, habe ich auch angefangen.
Genau, jetzt fängt das Studium an, habe ich jetzt die letzten Wochen vor der Europameisterschaft jetzt nicht mehr so viel Zeit, aber ich habe ja vorher auch einiges gemacht und jetzt werde ich natürlich immer noch täglich probieren, so viel wie möglich zu machen, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Was studierst du? Ich studiere Gesundheitsökonomie und Management in Wuppertal. Hast dich dafür schon mal interessiert? Gesundheitsmanagement oder ist das was Neueres? Also es war eigentlich eher Zufall, dass ich dazu gekommen bin. Also hatte erst überlegt, was anderes zu studieren, aber bin dafür nicht direkt genommen worden. Ich wollte nicht warten, wollte eigentlich direkt studieren. Dann hatte meine Mama das rausgesucht gehabt, fand das ganz interessant, weil das eben auch was mit Wirtschaft zu tun hat, aber auch in die Richtung mit Krankenhaus, Gesundheit und so weiter. Und man hat auf jeden Fall später ja viele Jobchancen, weil es eben ein sehr aktuelles Thema ist mit Corona oder mit dem demografischen Wandel. Genau, deswegen also hoffe ich mal, dass das ganz gut wird, auch für die Zukunft. Wer ist dein Trainer? Mein Trainer ist Francesco Di Gleria und auf der Deutschen Meisterschaft zum Beispiel hat mich Großmeister Alexander Beredovic trainiert, genau vorbereitet und genau komme mit beiden sehr, sehr gut zurecht. Also Alexander, der macht ja auch bei uns das Stützpunkttraining, auch für ganz Düsseldorf, also den Bezirk Düsseldorf. Fährt ein anderer davon auch mit zur Europameisterschaft oder wie sieht der Trainingsplan da aus? Nee, genau, also die beiden kommen nicht mit, weil das jetzt auch zu stressig wäre, auch mit deren Arbeit und so weiter und so fort. Ich habe gehört, dass uns wahrscheinlich auch ein Trainer gestellt wird, das wollte ich mir dann anschauen. Informationen haben wir dazu noch nicht. Ansonsten werde ich das eben online machen, das Training. Aber dafür kommt eine Familie mit, also meine Eltern, meine Schwester, die machen dann da Urlaub in Antalya. Genau, die 10 Tage. Das ist super. Ja? Ja. Die gehen shoppen und du musst spielen. Genau, das wird so der Plan sein. Hast du irgendwelche Ziele für die Europameisterschaft? Also Ziele wären eigentlich so, dass ich halt ganz gut abschneide, also dass ich hoffentlich natürlich auch DWZ und ELO Plus mache jetzt nochmal und ansonsten halt natürlich so weit es geht, aber ich mache mir auch nicht zu große Hoffnungen, um am Ende nicht irgendwie so ganz enttäuscht zu sein, also genau, das schaue ich dann eigentlich so, aber natürlich probiere ich ganz gut zu spielen, gut dabei zu sein und dann schaue ich eben, was bei rumkommt. Und die weiteren Ziele für Schach? Ja, also jetzt muss ich wie gesagt erstmal noch schauen, wie das ist mit dem Studium, weil ich bin ja jetzt eigentlich sozusagen aus der Jugend erstmal raus, also jetzt keine konkrete deutsche Meisterschaft, also keine deutsche Jugendmeisterschaft natürlich in Sicht. Genau, da schaue ich erstmal, also werde jetzt auf jeden Fall so Mannschaftskämpfe für die Frauen in Solingen oder bei uns eben beim DSK eben spielen und dann schaue ich erstmal, wie es weitergeht. Ich weiß nicht, welche Opens bis jetzt halt geplant sind, weil das weiß man ja auch noch nicht genau, wegen Corona muss ich auch schon mit dem Studium, dass da alles, genau, damit das gut abläuft. Aber ansonsten erstmal so weitermachen und genau, natürlich immer hoffentlich besser werden, aber man hat ja immer, wird manchmal ein bisschen, also man wird ja nicht schlecht, aber man sammelt Erfahrung. Aber es geht natürlich nicht immer bergauf, aber probieren erstmal den Stand zu halten und dann auf lange Sicht wieder, also doch besser noch zu werden. Genau. Ja, dann bedanke ich mich und wünsche dir alles Gute Sehr für gerne. logischerweise, wir drücken dir alle die Daumen. Vielen Dank. Für die Europameisterschaften und auch darüber hinaus, logischerweise bist ja ein Teammitglied. Ja. Da muss man extra Daumen drücken. Dankeschön. Und ja, alles weiter so. Danke.